Versum vor. Wenn ich dafür bezahlt werden würde, würde ich alles vorlesen, um ehrlich zu sein. Naja, nicht ganz alles, aber fast alles. Also Genshin Impact ist ja von einem chinesischen Superunternehmen. Also die produzieren ganz viele Videospiele, die auch alle eigentlich extrem erfolgreich sind. Hauptsächlich in Asien natürlich. Und die haben halt für jedes Spiel, haben die halt ein eigenes Studio fast schon. Also es gibt halt die Entwickler, oder der Teil des Studios, der an Genshin Impact arbeitet und der Teil des Studios, der an einem anderen Spiel arbeitet und so weiter. Und jedes Spiel hat seinen eigenen Producer, weil es halt so groß aufgezogen ist und so viel Geld erzeugt, dass die halt, wie gesagt, so quasi ein eigenes Studio für jedes Spiel mehr oder weniger haben. Also Studio im Studio sozusagen. Und die haben halt dann quasi einen Producer für Genshin und einen Producer für die anderen Spiele. Und ein Producer ist halt dafür bekannt, dass er den Spielern kaum Vorteile gibt. Also er gibt den Spielern quasi immer nur ganz knausrige Belohnungen, damit sie halt mehr Geld für das Spiel ausgeben. Das ist eine nicht gerade schwer zu durchschauende Taktik. Und der war halt vor Genshin Impact für ein anderes Spiel zuständig und hat dann zu Genshin Impact gewechselt. Und das andere Spiel war bis zu dem Zeitpunkt auch immer, was Belohnungen angeht, also Sachen, die du gratis vom Spiel bekommst, immer sauschlecht. Und sobald der Typ weg war als Producer, haben sich plötzlich die Belohnungen verbessert und man hat viel mehr Zeug for free bekommen. Also einfach nur dafür, dass man spielt und musste nicht so viel Geld ausgeben, wenn man bestimmte Sachen haben wollte. Und der Typ ist jetzt für Genshin Impact zuständig und bei Genshin Impact regen sich viele Leute auf, dass man da viel zu wenig for free bekommt. Und alle anderen Spiele vom gleichen Entwickler quasi, kriegt man dieses ganze Zeug quasi in Popo geschoben. Und nur bei Genshin ist es nicht so krass. Also bei Genshin ist es relativ harte Arbeit, sich das ganze Zeug zu erspielen. Oder man muss halt einfach straight up cashen, wenn man was Bestimmtes haben will und nicht warten kann oder will. Und das fand ich ganz interessant, weil vielleicht ist doch was dran an dem Punkt, dass bei Gala irgendeiner arbeitet, der einfach die Spieler hasst, der einfach alle Menschen hasst auf der Welt und deswegen aus irgendeinem Grund das Spiel absichtlich schlechter macht oder so. Also zum Beispiel bezogen auf Events. Vielleicht hat Flyve auch einen Producer, der einfach nur... Vielleicht hat er mal Flyve gespielt und wurde gescammt und jetzt hat er Angst vor anderen Flyve-Spielern. Beziehungsweise jetzt will er sich an allen Flyve-Spielern rächen. Er hat einmal gespielt, als er 12 war, wurde heftig weggescammt, 100 Euro Taschengeld weggescammt. Und jetzt will er sich an der ganzen Menschheit rächen. Vielleicht. Wer weiß. Ich halte es für äußerst plausibel, um ehrlich zu sein. Oder der Typ von Genshin Impact ist als Nebentätigkeit bei Gala beschäftigt. Also irgendjemand hat gesagt, dass der wohl einer der 500 reichsten Menschen in China ist. Also einer von 500 Milliardären in China. Also höchstwahrscheinlich arbeitet er nicht für Gala, aber er könnte Gala einfach kaufen. Also ich kenne den Unternehmenswert von Gala nicht direkt, aber der bemisst sich ja eigentlich an den Aktien, weil Gala halt die Märkte Aktien hält und wenn sie die nicht verkaufen würden, naja, dann kann er das Unternehmen auch nicht kaufen. Aber ich denke mal, der Unternehmenswert beläuft sich auf unter 1 Milliarde. Also er könnte sie straight up einfach kaufen. Hast du dir aber krasse Night Gear geholt und alles, wer hat unbedingt noch die Iblis Great Axe, findet man auf Totemia aber nicht. Ach, du spielst auf Totemia. Mein Beileid. 10% Skill Damage ist halt insane. Ja, aber du musst halt überlegen, eine His Big Axe mit über 20% Power Stomp ist jetzt nicht ultra selten. Und kostet auch nicht ultra viel Geld, aber eine Ivalice Axe, die muss ja mindestens 15% oder sagen wir mal mehr als 10% haben, um mit einer guten His Big Axe mithalten. Weil Power Stomp in Prozent ist ja mehr oder weniger, also ist ja genau das gleiche wie Skill Damage, nur halt spezifisch auf den Skill, aber dich interessiert das sowieso nur Power Stomp. Also du brauchst halt eine mindestens mittelmäßige Ivalice Axe, um eine gute His Axe auszugleichen. Und das ist halt dann noch teurer. Also Preis-Leistung stimmt einfach nicht. Preis-Leistung ist vor allem Low-Level oftmals doch wichtiger als Leistung an sich. A.k.a. Damage. Ich sage ja nicht, dass die Ivalice Axe nicht viel Schaden macht. Ich sage nur, dass es sich halt für den Preis nicht lohnt. Trotzdem ist es halt so, wenn überhaupt, ist die Suit eigentlich das seltenste.
Bei normalen Sets ist es aber in der Regel so, dass auch die Handschuhe ziemlich selten sind. Also Boots und Helm ist unselten, Handschuhe etwas seltener, Suit sehr viel seltener. Da hast du eine Dreiteilung der Wertigkeit, was eigentlich keinen Sinn ergibt, weil jeder braucht ein Paar Schuhe, Handschuhe, Helm und Rüstung. Es gibt keinen Grund, warum irgendjemand irgendwie 10 Helme bräuchte, aber nur eine Suit oder so. Total unlogisch eigentlich. Und bei Clockworks haben sie es dann aus irgendeinem Grund nochmal umgedreht. Da ist Helm, also wieder Helm, also Helme sind eigentlich nie irgendwas wert. Da ist Helm und Suit extrem häufig. Und Gowns und Boots sind selten. Und zwar nicht seltener, sondern sehr viel seltener, also extrem selten im Vergleich. Und das ergibt auch überhaupt keinen Sinn. Also warum ist das so? Und das sorgt halt einfach nur dafür, dass es dann eine falsche, oder was heißt falsche, aber eine Fake-Nachfrage gibt, die nur entsteht, weil das Spiel bescheuert entwickelt wurde. Manchmal bin ich mir gar nicht sicher, ob die sich überhaupt bewusst sind, was das für Auswirkungen auf den Markt hat. Und wenn überhaupt, finde ich, könnte man es ja dann vielleicht sogar dynamisch machen, dass man sagt, okay, eine Woche oder einen Monat droppt Helm am häufigsten, im nächsten Monat droppt Suit am häufigsten, also dass es dann, wenn dann wenigstens irgendwie rotiert oder so. Keine Ahnung, also das ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn. Keine Ahnung, warum man das so bescheuert macht. Richtig madig. Und die meisten, die Leute, die am ehesten unter sowas leiden, sind eigentlich immer Anfänger. In der Regel. Also spuckst du irgendwie immer den Leuten in die Suppe, die sowieso schon nichts haben. Verstehe ich nicht. Das ergibt null Sinn, ja. Aber es ist leider so. Leider ist es so. Wie gesagt, also ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, ob die sich überhaupt bewusst sind, dass das so ist. Manchmal oder bei manchen Sachen könnte man echt meinen, die wissen das gar nicht, dass das so ist. Wäre lustig, wenn jemand einen Bug-Report schreiben würde. I noticed bei Clockworks Helm und Suit droppen ultra häufig und Boots und Gowns ultra selten. Ist das a Bug? Und dann würde irgendjemand antworten, was? Davon habe ich noch nie gehört. Also irgendein Developer. Das höre ich heute zum ersten Mal. Das wäre funny. Würde aber nicht passieren. Naja, bei der Grund-Drop-Rate musst du halt immer bedenken, je besser die ist, desto wertloser ist auch das Zeug. Und ich meine, klar, momentan sieht man das vielleicht nicht so ganz, weil momentan alles extrem teuer ist irgendwie. Aber das liegt eigentlich nicht daran, dass es so schlecht droppt, sondern eher daran, dass Nachfrage größer als Angebot ist. Also, was halt viele Leute, glaube ich, nicht so wirklich wissen. Also, ich meine, ich weiß es auch nicht hundertprozentig, davon mal abgesehen. Also, ich vermute es nur. Also, ich denke halt, die Leute, die am meisten spielen, also die Leute, die wirklich am meisten online sind, die meisten Monster töten, am meisten spielen und gegebenenfalls auch am meisten cashen, whatever. Aber ich denke, die aktivsten Spieler momentan sind alle am Cursed Dungeons grinden. Und das bedeutet, von denen kommt nur ultra das High-Level-Equipment auf den Markt und die machen eigentlich sonst nahezu gar nichts. Und das heißt, keine Ahnung, 30% der Playerbase vielleicht oder so. Und das ist dann halt, wie gesagt, vor allem diese extrem relevante Playerbase von Leuten, die halt wirklich jeden Tag, erstens wirklich jeden Tag spielen und dann auch, sag ich mal, wahrscheinlich mindestens 3 Stunden im Schnitt oder sowas. Mal geschätzt. Die machen halt nichts anderes als High-Level-Bosse und Dungeons zu farmen. Und das heißt, durch die kommt kein, vielleicht sogar nicht mal Clockworks, viele, die nicht mal Clockworks farmen oder nur wenig. Also durch die kommt kein Low-Level-Equipment auf den Markt, kein Mid-Level-Equipment, sondern nur High-Level-Equipment. Und wenn sie da nichts droppen, dann kommt einfach gar nichts durch diese Leute auf den Markt. Und ich glaube, das ist halt das eigentliche Problem, dass dann halt in den Bereichen, wo die Sachen fehlen, zu wenige Leute aktiv am Grinden sind, am Farmen sind, Giants töten und so weiter. Und dann halt einfach eine Nachfrage entsteht, die halt keiner decken kann. Und dann, oder deswegen sind die Preise so explodiert. Und da halt im High-Level, denke ich mal, keiner einsieht, dass er jetzt aufhört, irgendwie High-Level-Bosse zu farmen und anfängt, keine Ahnung,
Giants in Darkon 2 zu töten, was ja irgendwie auch verständlich ist, dass man da keinen Bock drauf hat. Ja, dadurch hast du halt dann das Problem, dass in den Levelbereichen, wie gesagt, die Preise so extrem sind. Also es hat mit der Droprate, hat das, glaube ich, ziemlich wenig zu tun. Wenn sie jetzt einfach so Base-Droprate von allen seltenen Items erhöhen würden, würde es einfach nur wieder so werden, dass alles wertlos ist, so wie vor ungefähr einem Jahr. Das war quasi ein Paradies eigentlich für Anfänger. Du hast angefangen, alle AG-Waffen eigentlich 5 Mio gekostet, sowas in dem Dreh. Alle Set-Teile waren basically wertlos, außer Ringmaster. Also es war eigentlich fast ein Paradies, kann man sagen. Aber das ist jetzt halt nicht mehr so. Aber eigentlich ist es auch gut so, weil auf der anderen Seite musst du dir überlegen, wenn du jetzt im Low-Level bist und einen Giant mal tötest und dein bester Drop ist 10 Mio wert, dann denkst du dir auch, warum zum Teufel soll ich Giants töten? Das ist komplette Zeitverschwendung. Und so hat sich vor einem Jahr angefühlt, dass eigentlich fast alles Zeitverschwendung war, was du machen konntest im Low-Level. Und man deswegen halt auch nach einem Content-Update geschrien hat, dass man das dringend braucht. Und man hat es ja auch dringend gebraucht. Und ja. Also du siehst, es gibt immer zwei Seiten. Oder man sieht, es gibt immer zwei Seiten. Und man muss halt probieren, dass es sich irgendwie die Waage hält. Aber wenn du jetzt die eine Seite, also Drop-Rate, wieder nach oben schiebst, damit die Drop-Seite oder die Low-Level-Seite ausgeglichen ist, dann kann man das Low-Level halt wieder nur noch leveln, weil sich alles andere nicht lohnen würde. Ultra Collector plus 5 oder wie ich ihn nenne, Dyson. Reichtum. Wenn der nichts droppt, dann ist Feierabend. Feierabend, wie das duftet. Kräftig, deftig, würzig, gut. Nein, nicht dieser Feierabend. Der schlechte Feierabend. Andererseits ist es einfach so, dass die Leute lieben, Fly PC zu haten. Aus den diversesten Gründen. Das wird sich auch niemals ändern. Ach, scheiße. Aber der ist leider auch extrem beliebt. 146 mit dem Blade. Aber der wird safe Level down gehen. Achso, ne, wobei morgen farm ich keine Bosse. Na gut, vielleicht geht er sogar nicht Level down.